Ich hatte mal einen echten Job. Ich war im Vertrieb in der Wirtschaftsauskunft Hai. So, also ja, einfach gesagt ein Verkäufer für Unternehmensgeschichten so. Und habe einen Sohn bekommen, einen kleinen. Und was machst du als Papa? Du kaufst ein Kombi, das habe ich nicht gemacht, aber du kaufst eine Kamera, um dein Söhnchen zu fotografieren. Und das habe ich halt gemacht, recht exzessiv im Urlaub, weil mir langweilig war. Und dann so, ey, der Klassiker, weißt du, dann kommt ein Kumpel, kannst du mal Hochzeitsbilder machen, kannst dir hier ein paar Kröten verdienen, kannst dir mal ein neues Objektiv kaufen und so. Und so nahm es halt dann irgendwie automatisch seinen Lauf. Und es wurde immer mehr und so viel, dass ich dann irgendwann meinen Job hingeschmissen habe. Und seitdem mache ich halt nur noch die Geschichten. Es gibt ja verschiedene Arten, eine Reportage aufzubauen. Ne? Viele Reportagen funktionieren über die Menge der Bilder, dass du ein Gesamtbild der ganzen Geschichte bekommst. Finde ich auch schön. Aber ich habe halt echt Spaß an dem einzelnen Bild und dass da möglichst viel drinsteckt an Geschichte einfach. Ja? Das ist das, also deswegen mag ich diese Hochzeitsfotonummer halt so gern, weil du zwei für mich super spannende Komponenten hast. Ein Porträtteil. Du kannst dich halt kreativ austoben und ich finde es auch anspruchsvoll, weil du halt normale Leute hast und keine Supermodels, die wissen, was sie machen und es immer gleich aussieht. Und du hast vor allem diese Reportagegeschichte, ja? Dass du einfach gucken kannst, was passiert zwischen Menschen und das dann so zu erwischen, das macht mir halt echt Spaß und danach gucke ich halt. Ne? Also ich bin halt so eine Nachteule, das schon. Ja? Und mein Hirn funktioniert generell nicht, aber so vor 11, 10 ist schwierig. Ich schlafe nicht bis 11, ich stehe so, weiß ich nicht, 9:30 sowas, so langsam auf. Und ich mache meistens Krach mit der E-Gitarre erstmal, weil es ist keiner da dann zu Hause. Dann geht das. Und da ich keine Musik mache, sondern Krach, muss ich das halt nutzen. Ich schieße meistens mit offener Tüte, nach wie vor. Aber was sich verändert, sind einfach die Blickwinkel und die Art, wie du schießt schon, ne? Weil du hast einfach mehr kreative Möglichkeiten. Ey, guck mal, ich habe mal mein Hobby zu meinem Beruf gemacht. Wer kann das? Ne? Und das so lange auch schon und immer noch Spaß haben und nicht jedes Mal, ich muss heute schon wieder arbeiten. Das ist erfolgreich sein, finde ich schon.